Hallo liebe Wohnmobilfreunde, wir sind beim Frühjahrsputz von unserem Reisemobil. Wir wollten euch mal was zeigen, denn wir haben uns wieder was Zusätzliches anbauen lassen. Es geht um die Dunkelheit, dass wir besser sehen, wenn wir rückwärts fahren, trotz Rückfahrkamera. Wenn dich das interessiert, bleib dran. Bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Geht es euch nicht auch so, wenn ihr unterwegs seid und ihr fahrt in Dunkelheit einen Stellplatz an, ob da was im Wege steht, wie weit könnt ihr zurückfahren? Und genau darum geht es hier in dem Video. Klar, stimmt, wir haben ja auch die Rückfahrkamera angebaut. An der Rückfahrkamera haben wir ja auch diese Infrarotsensoren. Aber manchmal ist es ja so, wir haben Spinnweben vor der Rückfahrkamera und dann sieht man das nicht so richtig. Die Rückfahrscheinwerfer reichen nicht aus und da haben wir uns gedacht, wir bauen uns einen extra Scheinwerfer an. Einen extra Rückfahrscheinwerfer an. Und das wollen wir euch schon mal zeigen, wie das Ganze ausschaut. Wir haben hier unten dran einen Scheinwerfer uns angebaut. Da kommen wir gleich noch mal mit dazu, wie das jetzt hier angeschlossen ist. Und das ist der Scheinwerfer, wenn er eingeschaltet ist. Ein richtiges helles Licht. Und wir können das Teil vom Cockpit aus bedienen. Ganz wichtig ist, jetzt werden ganz viele Schlaue natürlich sagen, das ist verboten, das ist kein Rückfahrscheinwerfer etc. Das darf nicht gehen, das geht nicht durch den TÜV etc. und so weiter pp. Folgendes. Das ist, ich habe jetzt Rückfahrscheinwerfer gesagt, das ist für uns ein Arbeitsscheinwerfer. Dieser Arbeitsscheinwerfer ist separat mit einem Schalter und einer Kontrollleuchte nicht im sichtbaren Cockpit verbaut. Hier haben wir unser Cockpit, hier haben wir die verschiedenen Schalter, hier haben wir zum Beispiel die Rückfahrkamera separat, hier haben wir Radio, hier drüben haben wir Schalter für Radio und so weiter. Und der Schalter für diesen Arbeitsscheinwerfer, für diesen sogenannten Arbeitsscheinwerfer, darf sich nicht hier im Cockpit-Bereich befinden, dass der aus Versehen bedient wird. Dieser Arbeitsscheinwerfer darf auch nicht mit dem Rückwärtsgang gekoppelt werden. Wenn ihr den Rückwärtsgang einlegt, darf der Arbeitsscheinwerfer nicht angehen. Und somit haben wir hier einen extra Schalter ganz unten uns eingebaut. Hier müssen wir uns separat bücken und hier haben wir den Schalter mit einer Kontrollleuchte, dass der Arbeitsscheinwerfer an ist. Ja, und somit ist es vom TÜV zugelassen. Das ist ein sogenannter Arbeitsscheinwerfer, der separat mit Mühe eingeschalten werden kann, nicht mit dem Rückwärtsgang gekoppelt ist und somit auch genutzt werden kann. Ich drehe nochmal die Kamera um, dass wir es nochmal sehen. Und ich schalte mal an und wieder aus. Wir werden das auf jeden Fall mal probieren im Dunkeln. So schaut das ganze Teil jetzt aus. Unter der Stoßstange verbaut, am Rahmen sitzt der fest. Von der Höhe her optimal, somit sitzt man nicht auf. Wir waren ja im Winter schon viel unterwegs, da hat uns dieser Arbeitsscheinwerfer schon gute Dienste geleistet. Beim Rückwärtsfahren in der Dunkelheit, auf dem Stellplatz, beim Rangieren. Ideal, das wollten wir euch mal zeigen. Der TÜV hat das nicht bemängelt. Der TÜV sagt, ja, das ist richtig, Arbeitsscheinwerfer muss separat bedient werden, darf nicht im Cockpit sein, der Schalter, sitzt auch separat. Somit ist das ein nützliches Gadget für unser Reisemobil. Wen das Ganze interessiert, dem werden wir das mal verlinken in der Videobeschreibung. Das haben wir schon eine Weile dran, weil wir immer die Probleme haben beim Rückwärtsfahren, Kamera zu, Rückfahrkamera, Spinnweben davor oder man sieht schlecht oder Regen und so weiter und so fort. Und somit haben wir jetzt hier einen leistungsstarken Arbeitsscheinwerfer an unserem Reisemobil. Da wird man besser sehen beim Rangieren, auf dem Stellplatz, beim Rückwärtsfahren. Das war's gewesen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit, bleibt schön gesund und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt.